Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Wir machen heute Bratwurstspieße aus ungefähr 500 Gramm Bratwurst, schätze ich mal. Dazu gehören Paprikas, Zwiebeln und Martin will Chilis da dran haben. Das werde ich dann aber nicht essen, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu scharf. Das geht eigentlich ganz schnell und ganz einfach. Ihr macht hier die Haut ab, oder den Darm, bevor der Herr mich wieder korrigiert. Schneidet euch so Stücke, wie ihr das haben möchtet ungefähr. Oh, der Geier. Passt auf, dass nichts runterfällt. Und rollt euch Bällchen. Oder ihr könnt das auch so auf dem Spieß machen, aber ich bin immer so ein bisschen für Optik. Mache ich jetzt mal eben mit dem Fleisch oder mit den Würstchen und tue die dann erstmal nochmal in die Kühlung. Jetzt schneide ich die Paprika klein. Ich finde die Hunde immer toll, wenn ich Sachen auf den Boden schmeiße. Da kommen schon die Staubsauger. Könnt ihr auch gut einpflanzen. Hier, nicht die Kerne. Neue Paprikas machen. Jetzt braucht ihr die gar nicht so klein schneiden, weil die Kügelchen sind ja ungefähr so groß. Deswegen schneide ich die so in etwa. Das kann man gleich so essen. Hier den Deckel. Mit in die Kartoffeln. Genau, das stimmt. Wir machen uns ein bisschen als Beilage noch Bratkartoffeln dabei. Ist nämlich auch gut, wenn bei den Zwiebeln noch Reste bleiben. Kann man dann auch schön mit anschmoren. Die Paprikas sind jetzt fertig. Von den Chilis knacke ich hier einfach nur den Strunkkopf ab. Keine Ahnung. Aber die tue ich mal nicht dazu. Wobei, das sieht man ja eigentlich. Sollte ich sehen. Wenn nicht, wirst du es merken, wenn er reinbeißt. Ja. Jetzt kommen die Zwiebeln. Nach denen habt ihr immer so schöne lila Finger. Ja, die haben wir von einem Freund geschenkt gekriegt. Vielen Dank nochmal an den Norbert. Jo, danke. Die sind wirklich lecker. Und die haben seine Kinder auf dem Land angebaut. Also alles hier regional. Chilis habe ich selber gepflückt bei uns im Garten. Genau, die hat vorhin die Chilis selbst hier noch von Busch gepflückt. Da haben wir auch ganz viele, auch eingelegte. Die kommen ja gleich noch auf den Tisch. So. Jetzt schneide ich die Zwiebeln eigentlich auch nur so. Ich viertel die. So je nachdem, wie dick man das dann haben möchte, tue ich dann immer so ein abwechseln jeweils auf den Spieß. Aber da kann ich mir gleich auseinander friemeln. Ich schneide die jetzt erstmal. Wie gesagt, das, was überbleibt, das kommt dann in die Kartoffeln. So, das war jetzt die letzte Zwiebel. Keine Angst, ich schmeiße das nicht alles auf den Boden. Das kommt bei uns in eins der Kompostfässer, wo sogar schon mal wieder die Melonen rauswachsen. Ich habe da drüben auch noch eins. Ja, mal gucken. Blüten sind dran. Vielleicht haben wir Glück. Aber so sehen eure Pfoten dann danach aus. Sehr hübsch. Aber die kann man gut abwaschen. Ja. Jetzt geht es ganz einfach. Ihr nehmt eine Paprika. Ich fange meist mit der Paprika an. Dann ein Stück Wurst. Und Zwiebel, so viel wie ihr haben wollt. Und das wiederholt ihr dann eigentlich nur. Eigentlich können wir. Wie willst du das? Ja, mach wie du magst, so wie du immer machst. Ich mach mal so, mal so. Dann mach mal so, mal so. Paprika. Fleisch. Zwiebel. Fleisch. Paprika, Fleisch. Immer weiter. Ihr könnt auch Zwiebel, Paprika, Fleisch, Zwiebel, Paprika, Fleisch. Das ist egal.
Und den nächsten möchte ich scharf haben. Ja. So. Jetzt willst du scharf. Ein Weil, pro Spieß oder nee, alle drauf da. alle auf einen? Ja, ich will einen scharfen Spieß. Wir haben ganze 4 Spieße rausgekriegt. Wenn man das anders steckt, kriegt man mehr raus, aber Fleischmenge bleibt gleich. Für 2 Leute reicht das. Die Reste, die verarbeite ich jetzt noch für die Bratkartoffeln. Fliegensicher verstaut. Genau. Das sind einfach nur Kartoffeln, da habe ich schon mal geschält in Wasser. Bei Martin, das ja fleischmäßig zu wenig ist, schneide ich jetzt nochmal alles wenigstens einmal so in der Hälfte durch. Tu das noch mit in die Pfanne. Tu das jetzt auch direkt in die Pfanne. Weil, was soll man das jetzt nochmal kurz woanders rein tun? Wird im Endeffekt eh alles zusammen angebraten. Und auf dem Feuer wird die Pfanne so schnell heiß. Oh ja. Oder für die Spieße braucht man ein bisschen Flamme. Wir machen das beides auf dem Rost wieder, ne? Ja. Naja, aber wie man so Sachen klein schneidet, das wisst ihr ja. Und Genau. die Zutaten habt ihr jetzt gesehen. Paprika und Zwiebeln sind drin. Jetzt kommen die Chilis. Also wir haben uns gerade entschieden für frische Chilis. Dann werde ich das Gewürz nicht mehr dran machen. Oder was heißt getrocknete Chili? Und wenn es nicht scharf genug ist, können wir immer noch mit deinem Gewürz Genau. nachschärfen. So, Die Kartoffeln schneide ich jetzt nur etwas kleiner, weil die sonst nicht gar werden. Dadurch, dass die Pfanne irgendwie andere Dimensionen eingenommen hat, mache ich noch ein bisschen mehr Öl dran. Und von meinem Grillsalz. Boah, das kann ich eigentlich. Na, nee. Gut dran machen. Kartoffeln ziehen sehr, sehr viel Salz und Paprika. Auch viel. Also das ist jetzt Paprika, nicht deine Chili. Nein, das ist Paprika, deswegen habe ich nochmal Ah, geguckt. ja. Genau, da könnte schnell ein Unfall passieren. Ja, Ich meine, wir essen ja gerne scharf, aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch eigenes Paprikapulver kriege. Oder eigene Paprika habe, weil das ist leicht neonfarben hier. Mir nicht ganz so geheuer. Verrühren wir das einmal und dann kommt das schon auf den Grill. Die Pfanne hier braucht, glaube ich, durch die Kartoffeln noch ein bisschen länger als die Spieße. Weil die brauchen wirklich nicht lange. Jetzt kommt sie aufs Feuer. Oh, na, ja gut, da muss ein bisschen aufpassen, da ist Ja. ein bisschen heiß. wir vertreiben uns jetzt die Wartezeit ein bisschen mit meinen selbstgemachten Chilis oder selbst eingelegten Chilis. Aber wie ich das mache, das zeige ich euch im anderen Video. Und die sind mega lecker. Fast wie beim Grieche. Fast wie bei Costa. Jetzt kommen die Spieße auf den Grill. Ich muss sagen, ich freue mich auch schon darauf. Da riecht das schon richtig gut. Oh, die Pfanne hat auch schon ein bisschen schöne Farbe gekriegt. Jo. Jetzt müsste das ungefähr eigentlich zeitlich gleich fertig sein. Es ist soweit. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht nämlich schon mega lecker aus und es riecht auch schon gut. Martin hat ja schon probiert. Ein Kartoffelchen, ja. Ja. Weiß nicht mehr viel von der Pfanne übrig, ne? Ne, das ist gut zusammengeschrumpft. Das sieht am Anfang immer viel aus, aber So, wo sind deine? Da ist schon mal einer von deinen. Die anderen sind ja egal. Leute, das sieht mega aus. Und das riecht auch mega. In der Zwischenzeit, das war nicht genug. Jetzt kommt man da schon nicht mehr mit Finger dran. Aber ich will noch ein paar von den Chilis. Darf ich jetzt? Mm. Mm. Oh ja, ihr müsstet hier sein.
Kartoffeln sind schon mal geil, wobei es eigentlich um die Spieße ging, ne? Mhm. Also definitiv nachmachen, sagst du. Ja, Für jede Grillparty oder auch so einfach als Abendessen. genau. Also mega Abendessen. Und ich hätte echt gedacht, also viel ist in der Pfanne nicht mehr drin. Das war viel, viel zu viel ist, aber Werden wir schon locker aufessen. ja. Wir ja. Ansonsten wüsste ich schon jemanden. Ja, die lauern schon. Dann lasst mich noch wissen, wie es euch geschmeckt hat oder was ihr vielleicht an die Pfanne machen würdet oder wie ihr die Spieße macht. Kann auch sein, dass ihr Pilze oder irgendwas dran macht. Ansonsten, guten Appetit. Jetzt schneide ich die Zwiebeln eigentlich auch nur so. Ich viertel die. Und nehme dann meist so, ja, hier kann ich sogar 3 oder 4 aufnehmen.